Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns an die Portaltage im im Februar. Bin gespannt, was uns erwartet für eine kollektive Aussage. Um was geht es? Es geht darum, sich mit der Natur zu verbinden, die Energie der Natur aufzunehmen. Leichte Energie. Solange ich drehe, höre ich jetzt draußen schon Vögelchen zwitschern. Ja, unten haben wir, dass wir so hell wie eine Kerze scheinen sollen und dass wir durchkommen, egal was ist. Ne? Wir lassen uns unser Leuchten nicht nehmen. Es ist sehr spannend, was ich hier gekriegt habe. Wir werden hier inspiriert, dass wir im Hier und Jetzt leben, dass wir das Abenteuer lieben sollen, dass wir nicht zurück können oder auch nicht zurückblicken ständig. Wir können nicht nach hinten mehr gehen, das gestern ist vorbei. Und es geht ja auch ein bisschen darum, dass man sich inspirieren lässt, einen Weg zu finden, wo man sich tatsächlich sein Scheinen nicht wegnehmen lässt. Wo das Gefühl hochkommt, egal was ist, wir machen das. Wunderbar. Schauen wir weiter mit dem Lendis. Es zeigt sich hier irgendeine Situation, wo man sich nicht eins ist. Ne? Das kann mit sich selber zu tun haben. Das kann damit zu tun haben, dass man irgendwo im Nebel steht. Da, wo Nebel ist, das Licht kommt schlecht durch, ne? Wenn wir hier gucken. Unser eigenes Leuchten. Irgendwelche Mangelgedanken, Verzögerungen, etwas nagt in den Gedanken rum. Möglicherweise geht es darum, dass man keine Richtung so richtig sieht. Denkt daran, im Hier und Jetzt sein ist die Aufforderung, nicht in der Vergangenheit hängen. Da, wo Gedanken drehen ist oder auch Gedankenkarussell, kommt halt auch ganz wenig Inspiration rein oder die Energie ist auch drückend manchmal. Ja, und hier trotz allem liegt eine sehr schöne Auflösung einer schwierigen Situation. Das kann jetzt hier sein, sorry, dass wir im Februar uns damit beschäftigen, wie wir einen Kreislauf durchbrechen können, wie wir eine Schwierigkeit, die unterbewusst sitzt oder auch viel über die Träume kommt oder die man schon in die Wiege mitgelegt gekriegt hat, wie man die beenden kann, ohne zu sehr in der Vergangenheit zu hängen. Hier wird auch die ewige Jugend angesprochen. Ne? Denkt immer daran, man ist so alt, wie man sich fühlt. Ich hatte Zeiten, da war ich 30, da fühlte ich mich wie 60, auch körperlich. Es geht um etwas, was wir in der Vergangenheit schon mal angefangen haben. Einen Neubeginn, ja, aus der Vergangenheit im Hier und Jetzt Unklarheiten aufwirft. Speziell kann es hier auch sein, dass man sich seine Energie rauben hat lassen, entweder von dem Thema oder von dem Menschen.
Gedanken um die eigenen Kinder, wo jetzt einfach auch klar ist, man braucht in der näheren Zukunft einen Schnitt, damit man in die nächste Ebene gehen kann. Man kann die Geschichte erfolgreich lösen, die hier liegt. Die mag für alle ein bisschen anders sein. Man sieht hier aus der eigenen Sicht auch, dass man Veränderung möchte, dass sich hier eine Wunde schließt, dass eine Schwierigkeit nicht mehr sticht, sondern ein Erfolg wird. Und wir sehen hier Inspiration vom Umfeld. Also da, wo wir hier selber nicht weiterkommen oder im Nebel stehen, kommen hier aus dem Hause des Umfeldes raus glückliche Wenden, glückliche Veränderungen, möglicherweise im kleineren Bereich. Was hier aber auch sein kann, ist, dass man das Gefühl hat, das Umfeld sieht einen zu oberflächlich. Ne? Das Umfeld hat nicht die Gabe, in die Tiefe zu gucken. Das, was aus dem Umfeld kommt, ist zu klein oder zu oberflächlich oder zu kurz. Möglicherweise geht es auch um das Thema, wie bin ich langfristig glücklich? Welche Schritte muss ich dazu unternehmen? Welche Kreisläufe verlassen? Wo glorifiziere ich vielleicht auch die Vergangenheit oder belege sie mit Nostalgie, obwohl das macht eigentlich der Verstand und die Erinnerung. Ja, einerseits möchten wir uns hier nach vorne bewegen, andererseits haben wir Angst davor. Wir haben Angst, dass, wenn wir uns nach vorne bewegen, wieder eine Verletzung kommt. Wow. Auf die längere Frist kriegen wir das mit der Sonne perfekt gelöst. Also hier ist wirklich ein Thema, das sehr energieraubend war, ist, wo man viel damit verschwendet hat. Guckt mal, shine bright like a candle. Und hier kommt dann das Licht. Das hell ist wie so eine Kerze. Die Kerze geht sozusagen wieder an. Man sieht ja aber echt wirklich, das was hier liegt, das ist keine leichte Situation. Da ist man energielos, erschöpft, verletzt, verwundet. Man ersehnt eine Veränderung, weiß aber nicht woher. Man denkt vielleicht auch, ich habe gar nicht die Energie, Veränderungen vorzunehmen und bleibt deshalb hier so in Unklarheit. Wir haben hier unten den Bären. Da steht man auf, ne? Da hat man Vertrauen ins Leben, da fühlt man sich versorgt. Hier ist auch die Nähe zum Geistführer oder nennen wir es irgendein Krafttier, das für dich verfügbar ist. Vielleicht kann man hier auch mal ganz gut abgeben, nach oben, die Kontrolle loslassen. Und da das Krafttier hier fällt, gucken wir gleich noch, welches hier kommt. In der Legung geht es auch darum, die Energien so zu lenken, dass sie einen nicht erschöpfen, sondern dass man von ihnen gut leben kann, ohne die Reserven aufzubrauchen. Ach du lieber Gott, wir haben gleich 2 gekriegt oder 3. Es geht darum, dass man sich zurückverbindet, was gut ist, weil da, wo die Sense ist, da schneidet man ein Stück weit auch was ab. Dass man sich wieder nach oben verbindet, dass man sich der guten Energie verbindet, dem All-Eins-Sein auch. Es geht darum, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen, was aber schwierig ist, weil die Gedanken, die hier nagen, die versperren oft den Blick oder machen irgendwelche Labyrinthe, irgendetwas, wo man mit dem Geist nicht drüber kommt. Und
hier kommt so ein schicksalshafter Schnitt, und dieser schicksalshafte Schnitt bringt ja eine unheimliche Entfesselung und Befreiung mit dem Drachen. Und es könnte mal wieder passender nicht sein, denn der Drache bringt auch die Botschaft mit, dass die Lebenskräfte sich erneuern, dass man zu einer neuen Energie zurückgeht, dass man einen Ring der Kraft betritt, die plötzlich verfügbar ist, und dass wir uns hier inmitten einer Veränderung finden, wo der Weg noch nicht klar ist, haben wir mit den Wolken in der Mitte. Da ist ganz viel göttliche Führung, da muss man sich ausrichten, geschehen lassen, Kontrolle rausnehmen und mit der Kraft gehen statt gegen sie. Der Drache kündigt hier auch an, dass im Leben eine grundlegende Erneuerung erfahren wird, ein neues Potenzial wird entdeckt. Es geht darum, die neue Kraft in die richtigen Bahnen zu lenken. Es geht um die magische Seite des Lebens. Es geht um Achtsamkeit, Respekt vor der Schöpfung, die Fähigkeit, das Mitschöpfertum mit anzuwenden oder mit ins Spiel zu bringen. Ja, hier entsteht ein ganz großes neues Kraftfeld für uns persönlich, und es geht wirklich darum, mit Ausdauer diese Kraft in einem zu meistern und diese Kraft mit ihr zu reiten, anstatt gegen sie zu gehen, um dass unser Licht hier weiter scheinen kann. Wow, sehr speziell, aber sehr toll auch. Gucken wir, welche Pflanze hier noch mitkommt. Die Birke. Entdecke spielerisch das Unbekannte. Hier geht es um ein fröhliches und leichtes Weitergehen. Es geht um neue Dinge und um einen freudigen Anfang. Hier haben wir die Energie, die wir brauchen. Mit der Sonne ist Vollgas, volles Potenzial, komplett aufgefüllte Energie. Und das war die Botschaft für die Portaltage im Februar. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, ihr Lieben. Ich drücke euch bis bald.